Hi, hi, ich bin Ellen und heute lernen wir wieder Deutsch mit dem Spiel Look Inside. Wenn du Untertitel brauchst, findest du die unten unter dem Video. Und damit wünsche ich dir viel Spaß. Heute fangen wir an, uns das Gartenhaus anzuschauen. Dieser Raum ist ein Garten. Wir sind hier drinnen und nicht draußen. Das hier ist nicht draußen, sondern drinnen. Hier drinnen, in diesem Raum, sind viele Pflanzen und Blumen. Hm, Hier ist ein Tisch und da sind Regale. Hier ist ein Vogelkäfig. Da war ein Vogel eingesperrt. Und hier oben und hier die Wände, da ist ganz viel Glas. Das hier alles ist Glas, sodass die Sonne von da draußen hier reinscheinen kann. Was können wir denn hier sehen? Hier unten ist eine Flasche mit Wasser. Hm, Diese Töpfe, diese Blumentöpfe sind leer. Hier sind 2 Schubladen, die können wir gleich anschauen. Hier ist ein Stuhl. Hm, Wo fangen wir an? Fangen wir hier drüben an. Das hier kann ich ansehen, habe ich gerade gesehen. Ich kann es anklicken. Jetzt sehen wir hier ein Bild mit verschiedenen Blumen. Hm, Ich glaube, ich muss hier Ordnung in die Blumen bringen. Ich muss Ordnung schaffen. Hm, Diese Pflanze passt zu diesem Muster. Ich tausche die Pflanzen. Und diese Blume lege ich hier rein. Diese Blume ist lila und die gehört hier rein. Mm, mm, Diese Blätter haben ein Muster, das passt hier dazu. Diese Pflanze mit den hängenden Blättern möchte ich hier drin haben. Diese Pflanze kommt hier rüber und diese Pflanze kommt hier hin. Dann nehme ich die blaue Blume, die hier, kommt hier in die Mitte. Diese Blume mache ich in diesen Topf. Diese gelbe Blume kommt hier hinten rein. Sieht es jetzt gut aus? Nein, ich glaube, diese beiden Blumen müssen noch getauscht werden. Ja, Officially, she came there to take care of the plants and to feed Piyu. But most of her time was really spent reading, meditating, and thinking out loud. Sometimes she just stared at the rain pouring on the greenhouse for hours. hm, der Mann hat uns etwas erzählt über die Person, die sich um diesen Garten hier kümmert. Jetzt sind hier ganz viele Blumen. Was können wir noch anschauen? Hier sieht es so aus, als würde etwas fehlen.
hier Lian. Ah, das ist ein Vorname und der Name einer Blume. Und was steht hier? Hier ist ein anderer Vorname. Und hier unten Raphael. Ein weiterer Vorname, das ist ein männlicher Vorname. Das hier ist auch ein männlicher Vorname. Lian ist, glaube ich, auch ein männlicher Vorname, aber ich bin mir nicht sicher. Und hier Isabel ist ein weiblicher Vorname. Okay, was ist hier in der Schublade? Schuhe und Schmuck. Und hier ist ein Buch. Life is a Gruselig. thriller. Each being is a mystery, and each situation can lead to a thorough investigation. She was an expert in her field, finding the thugs who had destroyed a dwarf ring can. Die Musik war gruselig. Die hat mir Angst gemacht. Aber wir müssen jetzt etwas suchen. Wir haben hier 2 Tiere, die vielleicht diesen Gartenzwerg kaputt gemacht haben. Dieser Gartenzwerg ist kaputt. Und entweder war es der Vogel, der den Gartenzwerg kaputt gemacht hat, oder die Maus. Wir müssen Beweise suchen. Wie suchen wir jetzt Beweise? Hier. Hier sind Fußspuren. Hier ist der erste Beweis. Hier fehlt etwas. Hier fehlt ein Arm. Das ist der zweite Beweis. Hier liegt etwas. Hier liegt eine Feder. Das ist der dritte Beweis. Die Pflanze hier ist auch kaputt. Das ist der vierte Beweis. Und wir brauchen noch einen Beweis. Der Vogelkäfig, in dem kein Vogel mehr ist. Wir haben ihn gefunden. Und von diesen 2 verdächtigen Tieren haben wir identifiziert, haben wir herausgefunden, dass die Maus, es war die Maus, hier ist die Maus, eine kleine süße Maus. Und jetzt? Was ist hier? Da ist Käse. Wir können der Maus etwas zum Essen geben. Wir geben der Maus den Käse. Die Maus nimmt den Käse mit und bringt uns den Arm zurück. Jetzt können wir den Gartenzwerg reparieren. Das gehört hier hin, damit die Gießkanne wieder ganz ist. Auf der Gießkanne ist eine kleine Blume. So. Jetzt können wir das Gesicht von dem Gartenzwerg reparieren. Jetzt ist das Gesicht wieder ganz. Und wir müssen noch den Arm wieder hinmachen. So. Der Gartenzwerg ist wieder ganz. Der Gartenzwerg hat einen Bart. Und der hat eine Mütze. Die sind ganz klein und beschützt den Garten. Und hier ist die Frau, die wir schon kennengelernt haben. Die haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Sie war in Venedig. Sie ist das letzte Mal
auf Reisen gewesen und wir haben die Reisen angeschaut. Erinnert ihr euch? Und sie hat hier eine Pflanze, die wir aufhängen können. Jetzt hängt die Pflanze hier oben. Können wir ihr die Schuhe anziehen? Ja! Und auch den Schmuck? Das ist doch sicherlich ihrer. Jetzt hat sie ihren Schmuck. Okay. Oh, seht ihr das hier? Hier sind Blitze. Draußen, das Wetter, das draußen ist Gewitter. Es ist schlechtes Wetter. Es blitzt und donnert. Blitz und dann. Schauen wir mal, was dazu gesagt wird. Someone who smiles and goes through the pitfalls of regnet. life without looking back experiences just as much fear and worries as anyone else. Es ist Even when she dunkel. did what she loved, she worried about a child. Da, es hat gedonnert. Und es hat geregnet. Draußen ist echt schlechtes Wetter. Was können wir noch machen? Oh, können wir gießen? Pflanzen brauchen Wasser. Die Pflanzen habe ich fertig gegossen. Ich gieße mal kurz alle Pflanzen. Ich habe alle Pflanzen gegossen. Und jetzt? Nein, ich habe noch nicht alle Pflanzen gegossen. Jetzt habe ich alle Pflanzen gegossen. Was kommt jetzt? Kann ich noch etwas hier machen? Nein. Es scheint nicht so. Was sagt das hier? Wir haben alles gefunden im Gartenhaus. Aber das war's mit der heutigen Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo oder ein Like da. Ich hoffe, ihr habt viel Neues gelernt oder viel wiederholen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye! Ellen out!